Hi, ich bin Han und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Semester mein allererstes eigenes Kinderbuch getextet, illustriert und produziert habe und mir somit einen langwierigen Traum erfüllt habe. Aber fangen wir erstmal am Anfang an. Ich hatte schon seit ich ein Kind bin eine extreme Faszination für Dinosaurier und alles Prähistorische, was auf unserer Welt damals kreuchte und fleuchte. Die Faszination zu prähistorischem Leben hat sich bisher auch schon in anderen Projekten von mir wiedergefunden. Doch bisher waren diese Projekte nur Konzepte oder Semesterabgaben ohne tieferen Hintergrund. Als Kind wollte ich damals entweder Paläontologe, Autor oder Künstler werden. Warum also nicht alles zusammen in einem Projekt kombinieren? Da ich schon seit Jahren vorhabe, ein eigenes Kinderbuch zu schreiben und ich auch schon darauf hinarbeite, in der Zukunft Kinderbuchillustrator zu werden, habe ich es endlich einfach mal versucht. Für mein erstes Kinderbuchprojekt habe ich überlegt, ein simples und kleines Format zu wählen. Dafür waren die Pixie-Bücher eine tolle Inspiration. Als ich mich bei der klassischen Pixie-Schale einmal durchgewühlt habe, fand ich heraus, dass es neben den klassischen 10x10 cm Pixies auch größere und längere Formate gab. Ich habe mich dann dazu entschieden, ein größeres quadratisches Format für mein Kinderbuch zu nehmen, da die Illustrationen groß und schön zu sehen sein sollten. Ich hatte von Anfang an schon eine Grundidee für meine Kinderbuchgeschichte. Es sollte eine Abenteuerreise durch ein Naturkundemuseum mit einem Mädchen und ihrem Vater sein, bei welcher man verschiedene Fakten über prähistorische Tiere nachlesen kann. Mir selber hat als Kind nämlich oft das Spielerische und Abenteuerliche in den unzähligen Dino-Wissensbüchern gefehlt. Dadurch wollte ich einen Hybriden machen. Eine simple Kindergeschichte, in der ein Kind ein Abenteuer erlebt und gleichzeitig das Sachbuch mit hineinbringen, indem ich ein paar Dino-Fakten mit einstreue. Ich wollte ein kleines Mädchen als Hauptfigur haben, da durch die traditionellen Geschlechterrollen Mädchen nicht oft in Verbindung mit Dinosauriern und Abenteuern gebracht werden. Meine Hauptfigur sollte ein neugieriges und mutiges Mädchen werden. Das Mädchen habe ich Mia genannt, da es ein simpler und kurzer Name ist, welcher auch einfach für Kinder auszusprechen ist. Dazu habe ich mir überlegt, dass Mia zusammen mit ihrem Vater einen Ausflug unternimmt. Sonst sieht man oft die Konstellation von Mutter-Tochter und Vater-Sohn. Mia aber sollte einen tollen Tag mit ihrem Vater verbringen. Ich habe mich dazu entschieden, den beiden Hauptcharakteren ein eher einfaches und simples Design zu geben, welches es mir später erleichtert, die Charaktere zu reproduzieren und öfter zu zeichnen. Beide haben die gleiche Farbpalette, welche aus Brauntönen, Türkis und Rot bestehen. Generell habe ich hier schon für mich festgelegt, dass das Buch keine extremen Weiß- oder Schwarztöne haben wird. Die hellste Farbe wird das Beige sein, welches man bei Mias T-Shirt sehen kann, und die dunkelste Farbe wird das Braun sein, welches man in den Haaren des Vaters erkennt. Bei den prähistorischen Tieren war es zum Teil etwas schwierig, einen einheitlichen Stil zu finden. Doch dabei orientierte ich mich an ein paar Regeln, welche ich mir selber im Laufe der Zeit stellte. Die Augen bestehen immer aus Strichen. Alles wird schön rundlich gezeichnet, keine Ecken, nur simple Formen benutzen, keine Details wie Krallen, Schuppen oder ähnliches. Dazu versuchte ich mit warmen Farben und Erdtönen zu arbeiten, sowie den Tieren nicht allzu komplizierte Muster und Designs zu geben. In meiner Geschichte wollte ich versuchen, so viele verschiedene prähistorische Tiere mit aufzunehmen wie nur möglich. Dabei wollte ich auch die Tiere zeigen, welche schon Millionen Jahre vor den Dinosauriern gelebt haben. Mir war es sehr wichtig, nicht nur die Dinosaurierzeitalter, Trias, Jura und Kreide zu repräsentieren und zu behandeln. Ich wollte zum Beispiel auch die Vielfalt und Diversität des Ordovizium oder Perm zeigen. Um diese Menge an Inhalt in dem Buchformat vereint zu kriegen, kam ich auf die Idee, die beiden Funktionen von Geschichte und Fakten mit Klappen zu verbinden und somit auch noch platzsparender mit dem Text umzugehen. Und oh boy, durch die Klappen gab es sehr viel mehr zu planen, zu skizzieren, zu recherchieren und zu experimentieren. Alleine die Klammerheftung, welche klassisch von Pixie-Büchern benutzt wird, hat mir ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet. Bei dieser Heftung kann man nämlich nicht einfach nur Doppelseite an Doppelseite drucken. Damit das Ganze später als Klammerheftung richtig zusammengelegt werden konnte, musste ich mir vorher ein System überlegen. Ich kam zu dem Entschluss, die Klappen unten und oberhalb der Einzelseiten zu setzen, wobei die zugeklappte Seite dann die Geschichte erzählte und die aufgeklappte Seite Fakten über die prähistorischen Tiere zeigte. Dabei wollte ich darauf achten, dass jeder Faktentext auch zu dem behandelten Tier in der Geschichte passte. Wenn Mia, die Hauptfigur, ein Stegosaurus in der Szene traf, dann sollte die Klappe auch einen Infotext über den Stegosaurus zeigen. Mit dieser Idee skizzierte ich erstmal die nächsten Wochen alle Illustrationen und passte auch die Geschichte nochmal ein bisschen an.
Ich hatte am Anfang jede Szene textisch beschrieben, wodurch die Textblöcke für eine Seite ziemlich lang wurden. Das brauchte die Geschichte jedoch gar nicht, da sie jetzt durch die Bilder unterstützt wurde, welche das Geschehen visuell erzählen. Beim Planen und Skizzieren der Illustration habe ich versucht darauf zu achten, dass die Szene zwar gefüllt mit Pflanzen und Tieren ist, jedoch fürs Auge nicht zu überfüllt und anstrengend wird. Auf vielen Seiten sieht man Lautmalereien wie Wusch oder Wumps, Wums mit eingearbeitet. Lautmalereien werden gerne in Kinderbüchern benutzt, um das Vorlesen etwas dynamischer und spielerischer zu machen. Die Lautmalereien habe ich innerhalb des Textes extra in dickerer Schrift gesetzt, damit sie etwas herausstechen. Dazu habe ich auch paläontologische Begriffe dick gesetzt, welche dann in den dazugehörigen Klappen und Infotexten näher beschrieben werden. Mia und ihrem Vater habe ich ebenfalls im Text eine Farbkodierung gegeben, damit das Vorlesen etwas erleichtert wird. Mias Dialoge besitzen das knallige Rot und die ihres Vaters das Türkis. Somit ist es leichter und natürlicher für die vorlesende Person, ihre Stimmlage beim Vorlesen zu verstellen. Als ich alle Seiten fertig geplant und skizziert hatte, musste ich mir ein System überlegen, wie ich später die Doppelseiten bedrucken kann, damit es beim Zusammenlegen der Seiten für die Klammerheftung Sinn macht. Die Doppelseiten werden nämlich nicht inhaltlich nacheinander gelegt, sondern wie Zwiebelschichten ineinander, wobei die meisten Doppelseiten voneinander getrennt werden und als Einzelseiten gedruckt werden. Zwischendurch musste ich immer wieder kleine Testbücher drucken, um zu überprüfen, ob die Klappen so funktionieren, wie ich es mir gedacht hatte. Denn dadurch, dass ich kein Extrapapier für die Klappen verwende und die Klappen von der Hauptseite aus umgeklappt werden, konnte ich keine Klappen auf der nächsten Seite planen. Somit musste ich auch beim Klappenplanen immer die Ober- und Unterseite wechseln, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, 2 Klappen hintereinander zu planen. Mithilfe eines selbstgemachten Planes und einem ganzen Tag Hin- und Herschieben der Seiten und Klappen in InDesign hatte ich das System endlich verstanden und musste für die nächsten Wochen erstmal nur noch alle Illustrationen fertig zeichnen. Hier sieht man, wie ich eine Doppelseite auf meinem iPad mit dem Programm Procreate zeichne. Dieses Video ist auf ein 100-faches verschnellert. Die meisten Doppelseiten haben 6 bis 8 Stunden gedauert zu skizzieren, Linearten und zu kolorieren. Da ich die Skizze oft schon Wochen vorher fertig geplant und skizziert hatte, musste ich nur noch das Lineart zeichnen und ein paar Details hinzufügen. Das Schwierigste beim Illustrieren waren tatsächlich die Farben. Anfangs war es schwierig, die richtigen Grüntöne für das Gras und die Büsche zu finden. Ich hatte vorher einigen Dinosauriern ein grünes Design gegeben. Sie sollten sich jedoch von den Pflanzen abheben können und gut erkenntlich sein. Da entschied ich mich dann allgemein allen prähistorischen Tieren und Mia ein dunkelbraunes Liner zu geben, während der Hintergrund ein farbiges bekommt. Somit stechen die Tiere und Mia etwas mehr aus dem Hintergrund heraus und werden leichter hervorgehoben. Als ich nach 4 Wochen fast täglichem Zeichnen endlich alle Illustrationen komplett fertig hatte, ging es endlich in die Produktion der Bücher. Ich entschied mich, bei einer Druckerei in meiner Nähe zu drucken, welche mir ermöglichte, bei jedem Schritt des Druckes dabei zu sein. Ich hatte mit dem Druckereibesitzer besprochen, dass er mir die ganzen Seiten drucken würde und sie schon mal in das richtige Format schneiden könne. Aber auch bei der Produktion machten mir die Klappen Schwierigkeiten. Dadurch, dass jede Doppelseite unterschiedliche Klappen hat und diese ebenfalls die Ober- oder Unterseite wechseln, konnte man die Klappen nicht mit einer Maschine schneiden. Jede einzelne Klappe musste händisch beschnitten werden. Am Ende war das dann ein Papierberg von über 400 Seiten, welche ich eigenhändig beschneiden musste. Um mir das analoge Schneiden und Klappen zu vereinfachen, durfte ich in der Druckerei eine Nutmaschine benutzen, welche mir die Klappen schon mal vorfalzte. Aber selbst da musste jede Seite einzeln genutet werden. Dies machte ich für jede Seite einmal in der Mitte, damit es ins ungeöffnete Buchformat geklappt werden konnte, und an den Ober- und Unterseiten für die Klappen. Danach ging es nach Hause zum Schneiden. Dort saß ich 2 Wochen und schnitt sorgfältig jede Seite. Hierbei musste ich einmal überschüssiges Papier von den Seiten abschneiden, bei denen ausnahmsweise mal keine Klappe war, und bei den Klappen ein Stückchen einschneiden, damit es später einfacher sein würde, sie aufzuklappen.
Zum Glück bekam ich in der letzten Woche noch ganz viel Hilfe von 2 Freunden, welche mir wirklich viel Schneidezeit erspart haben. Durch die beiden war ich eine ganze Woche früher fertig, als ich dachte. Nach dem Schneiden mussten nur noch die richtigen Seiten wie in Zwiebelschichten zusammengelegt werden. Dabei haben mir meine Freunde auch geholfen. Der letzte Schritt in der Produktion war dann das Zusammenklammern. Dabei durfte ich ebenfalls eine Maschine in der Druckerei benutzen, welche das Klammern automatisch erledigt. Man kann theoretisch auch zu Hause mit einem normalen Hefter klammern. Dafür braucht man aber eine dicke Pappe, bei welcher die Klammern dann offen stecken bleiben, damit man sie dann selber zusammendrücken kann. Diese Technik hatte ich vorher bei meinen Testbüchern angewandt, sie ist aber für eine größere Auflage definitiv zu zeitaufwendig. Da geht das mit einem Tretpedal der Klammermaschine um einiges schneller. Und damit war mein Kinderbuch nach 3 Monaten Planen, Schreiben, Zeichnen und Produzieren fertig. Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis. Am liebsten hätte ich noch mehr verschiedene prähistorische Tiere mit eingebracht, jedoch ist das Buch jetzt schon mit über 40 Seiten ziemlich groß und dick. Ich habe durch dieses Projekt sehr viel über den Vorgang der Planung eines Kinderbuches gelernt und vor allem, wie wichtig es ist, zwischendurch Testdrucke zu machen und sich von Anfang an ein Drucksystem zu überlegen. Vielleicht hätte ich mir vorher die Idee mit den Klappen noch einmal durch den Kopf gehen lassen müssen. Am Ende haben die Klappen schon einige Schwierigkeiten mit sich gebracht. Trotzdem würde ich am Endprodukt nichts ändern wollen. Ich habe mir in der gesamten Planungsphase so viele Gedanken gemacht und viele Ideen gehabt und verworfen und so viel Neues gelernt, dass ich einfach nur stolz auf dieses Projekt sein kann. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen aus diesem Video mitnehmen und seid vielleicht selber motiviert, einfach mal ein Projekt zu starten, welches ihr ebenfalls seit Jahren einmal machen wolltet. Mia in der Urzeit ist mein erstes Kinderbuch, auf welches hoffentlich bald mehr folgen werden.